Herzlich willkommen in meinem Kanal und heute zu einem Update zu Dipladenias. Ich teile euch gerne meine Tipps mit und welche Experimente ich sehr gerne mit Samen oder mit Blumen generell mache. Ja, jeder kennt rote, rosa und sogar weiße Dipladenias. Aber mal ganz ehrlich, wer von euch weiß, dass es auch gelbe Dipladenia gibt? Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Denn gelbe Dipladenias gibt es seit der Internationalen Pflanzenmesse, ich glaube, die findet in Essen statt, seit 2011. Denn genau da wurde die erstmals vorgestellt. Das heißt, gelbe Dipladenias gibt es jetzt gerade mal 9 Jahre und noch nicht länger. Aber es ist so schwer, diese zu finden. Genau das war mein Problem. Ich suche seit ca. 3 Jahren nach einer gelben Dipladenia und dieses Jahr wurde ich in zweierlei Weise erstmals dazu fündig. Und nun habe ich endlich in einem lokalen Gartencenter diese gelbe Dipladenia gefunden. Sie hat noch nicht sehr viele Blüten, einzelne Knospen sind schon überall am Kommen. Mit anderen Worten, ihr seht, sie ist nicht jetzt gerade das blühendste Wesen überhaupt, aber man weiß ja von den Dipladenias, wenn die erstmal richtig losgelegt haben, dann blühen die auch wirklich den gesamten Sommer bis in den Spätherbst hinein, bis man sie reinholen muss vor dem ersten Frost. Was mir besonders bei dieser jetzt auffiel, dass sie ein ganz anderes Blatt hat wie meine üblichen Dipladenias. Bei meinen roten und weißen Dipladenias ist das Blatt wesentlich kleiner, hat auch eine andere Form, aber ist richtig gummiartig, fast wie von einem Gummibaum, während das Blatt von dieser gelben, ja auch gummibaumartig ist, aber von der Form her schon mal ganz anders und wesentlich größer ist. Aber ich denke mal, das hat nun auch was mit der Züchtung zu tun. Und natürlich hoffe ich, dass ich die jetzt richtig über den Sommer hin aufpäppeln kann. Und ich kann euch vielleicht im Herbst noch mal dazu ein Video machen, wie sie sich dann entwickelt hat. Denn ich glaube vielleicht durch die Art der Züchtung, dass sie auch vielleicht ein bisschen empfindlicher ist wie die normale. Aber das muss ich ganz einfach abwarten und sehen. Aber der eigentliche Grund, warum ich auch dieses Video heute machen möchte, ist noch ein ganz anderer. Dadurch, dass ich so lange gebraucht habe, diese Dipladenia jetzt im Laden zu finden, bereits als ausgewachsenes Blümchen, hatte ich mir Samen bestellt und zwar aus China. Und dieser Samen soll diese gelbe Dipladenia erzeugen. Also ein gelber Dipladenia-Samen sein. Und bei einem Preis von 2,61 € inklusive Versand bei 100 Samen habe ich gedacht, das kann man doch riskieren. Wenn die 2,61 € weg sind, dann haben wir Pech gehabt. Aber irgendwas wird ja wahrscheinlich aus dem Samen dann schon rauskommen. Ich war da schon sehr, sehr skeptisch von Anfang an, weil ich bin mit Samen auch schon ab und zu reingefallen. Ja, und dann hatte ich das Glück, dass die wesentlich schneller ankamen, als beschrieben war. Daraufhin habe ich einige Samenkörner erstmal über Nacht in Wasser gelegt und war sehr überrascht, dass bereits nach einem Tag einige Samenkörner sich öffneten und eine kleine Wurzel schon herausschaute. Also habe ich mir im April diesen Jahres, 2020, in einem der großen Online-Shops aus China diese gelben Mandavilla-Samen bestellt. Und es hieß, es würde Ende Juni, Anfang Juli geliefert werden. Nun kamen die aber zu meiner Freude schon am 20. April hier an. 100 Stück sind darin und man sieht, ja, das ist schon ein ordentlich großer Samen. Und ich dachte mir, gut, zuerst tue ich die einfach für 24 Stunden in Wasser einweichen. Und dadurch, dass ich die gestern am 21. eigentlich vergessen hatte, habe ich heute festgestellt, die fangen ja schon an und öffnen sich die Samen, haben sich einige von denen, kann man sehen, wirklich auf das 5-, 6-fache
verdoppelt, also sind richtig innen wahrscheinlich schon aufgegangen und gewachsen. Und man kann es ganz deutlich sehen, da beginnt schon die Wurzelbildung. Und ich denke, jetzt wird es höchste Eisenbahn und Zeit, dass ich die in Aussaaterde reinstecke, um das weiter zu beobachten. Ja, warum die so unterschiedlich jetzt in der Größe sind, vielleicht sind die beiden kleinen auch welche, die gar nicht aufgehen werden, aber das muss man halt ausprobieren. Und deshalb stecke ich die nun in meine Aussaaterde und werde das Video natürlich dann weitermachen, wenn die aufgegangen sind, denn ich möchte euch ja darüber berichten. Also dann bis zur Fortsetzung. Also sofort in Aussaaterde gesteckt, das war natürlich sofort die Handlung, die ich machen musste. Und ich hatte insgesamt auf 2 aufeinanderfolgenden Tagen 8 Samenkörner in die Aussaaterde gesteckt. Und es ging relativ schnell, dass schon die ersten Blätter sich zeigten und die anfing zu wachsen. Von meinen 6 Samen sind jetzt genau 5 aufgegangen, innerhalb sehr kurzer Zeit. Denn wir haben heute den 4. Juni und diese 5 sind schon so groß und eine ganz besonders. Ich weiß nicht, wo die schon hin will. Die ist jetzt schon 35, 40 Zentimeter hoch. Die braucht schon eine Rankhilfe. Das heißt, die werde ich heute als erstes umtopfen und weiter beobachten. Und hier sieht man schon etwas sehr Schönes, dass nämlich jedes Blatt die Form eines Herzens bekommt. Und hier könnt ihr nun schon meine 6 Pflanzen sehen, die aus diesen 8 Körnern aufgegangen sind. Obwohl sie nur 2 Tage auseinander waren, wie ich sie in die Erde gelegt hatte, ist die Entwicklung total unterschiedlich. Ganz links unten seht ihr eine, die wirklich genauso alt ist wie die anderen und die noch ziemlich klein darum hängt, während die anderen schon auf einen halben Meter sich in der Höhe hier entwickelt haben, wie ihr sehen könnt. Aber jetzt kommt mein nächstes Problem. Dieses Blatt sieht wieder noch mal ganz anders aus als die beiden Blätter von den gekauften gelben Dipladenias bzw. von meinen alten, zum Teil auch selbst gezüchteten Dipladenias. Und zwar könnt ihr hier sehen, dass ich auch da 2 verschiedene Blätter habe, wenn es denn Dipladenias werden sollen. Ich bin da wie gesagt ein bisschen skeptisch. Wenn wir uns also dieses Blatt anschauen, dann sehen wir, es ist ein richtiges Herz, die Form eines Herzes. Und diese ganze Dipladenia hat, wie gesagt, jedes einzelne Blatt ist wie ein Herz, währenddessen bei der daneben noch mal ganz anders aussieht mit diesen 3 gezackten Blättern. Und alle sind bis jetzt nicht so gummibaumartig wie bei den anderen. Mit anderen Worten, ich habe momentan keine Ahnung, ob das wirklich Dipladenias werden, obwohl sie den Hang zum Klettern, was man hier sehen kann, auf alle Fälle haben. Und was ich auch sagen muss, die etwas später rauskamen, fangen schon an, von unten her sehr schön auszutreiben, sodass sie wirklich auch buschig werden. Das kann man jetzt schon sagen und jetzt schon sehen. Ja, mit anderen Worten, ich wollte euch eigentlich nur ein Update geben, dass es diese gelben, wunderschönen Dipladenias jetzt gibt. Ich glaube sogar gelesen zu haben, dass es seit 2017 auch eine orangefarbene Dipladenia gibt. Da kann ich mich ja eventuell nächstes Jahr dann dran wagen, aber dieses Jahr werde ich hier erstmal weitermachen mit diesen angeblich gelben und hoffe natürlich, dass bis zum Herbst hin wirklich da Blüten dran sein werden und dann kriegt ihr natürlich ein Update, das ist ja jetzt überhaupt keine Frage. Und ich mache euch noch einen kleinen Schwenk zu meinen Bananenstauden hin, denn auch da wurde ich schon mehrfach gefragt, ob die denn den Winter alle überlebt haben. Und ihr könnt sie im Hintergrund sehen. Es ist jetzt noch ein bisschen früh, sie sind noch nicht so groß, aber sie sind am Kommen
Und die kann ich natürlich im Herbst dann auch gerne noch euch allen zeigen. Und damit verabschiede ich mich wieder einmal von euch und hoffe, euch einen guten Tipp für eure gelben neuen Dipladenias gegeben zu haben. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen, bis hoffentlich bald wieder. Eure Lilo.